FEC-Vorbereitung läuft, machst du wieder 8 Char-Technik oder was anderes? Ich mache wahrscheinlich keine 8 Chars. Wahrscheinlich nie wieder, Sir. Ich habe mehr als genug Charakter, denke ich. Ich brauche nicht noch mehr. Ich denke, ich habe mehr als genug Chars in diesem Game, Sir. Ein Aspekt der 8-Char-Taktik, der erst sehr spät beleuchtet werden muss, aber auch nicht unwichtig theoretisch, dass es halt auch einfach ein Limit gibt, was man so am Tag machen kann. Also, keine Ahnung, außer man geht nicht arbeiten und hat keine anderen Interessen außer Flife. No front. Aber gut, das wird auf die wenigsten zutreffen, denke ich. Es ist schon so, also ich habe schon oft darüber geredet, theoretisch, wenn du 8, also selbst wenn du nur 8 Accounts haben willst, so wie ich, also du willst jetzt nicht 100 Accounts haben, und dann könntest du ja sagen, habe ich ja auch gesagt, das wäre so mein Punkt, wo ich für mich sage, dann habe ich das Spiel irgendwie durchgespielt, I guess. Wenn ich jetzt auf allen 8 Accounts 8 Chars habe, auf Maximallevel zum Beispiel. Also du hast 8x8 Char-Taktik und alle sind 190 zum Beispiel. Jetzt aktuell wäre das Ding. Kann man sich just for fun vielleicht als Ziel setzen. Wobei, wenn du jedes Jahr einmal FEC machst mit 8 Chars, bräuchtest du immer noch 4 Jahre, I guess. 3 oder 4, je nachdem, wie viele Chars du vor dem ersten FEC schon hattest. Genau. Aber das war nur theoretisch. Also es war für mich war einfach so von Anfang an, seit Flife Universe angefangen hat, ich will nur noch 8 Accounts haben, für jede Klasse ein Account, basically. Weil ich in Flife über 20 Accounts hatte. Die meisten waren zwar nicht wirklich relevant, die meisten Accounts. Die waren hauptsächlich für Lagerzwecke und so. Aber viele Accounts davon waren schon tatsächlich auch aktiv genutzt. Also mindestens die Hälfte war aktiv genutzt, also weit über 10. Und selbst die Lager-Accounts hast du alle paar Monate gebraucht. Also war schon ein ziemliches Geraffel. Was ich so nicht nochmal machen wollte. Und trotzdem, 8x8 wäre natürlich möglich, auch mit 8 Accounts. Dann hast du 64 Chars. Aber, worüber ich auch schon 1000-mal geredet habe, an für sich ist das zwar effizient oder würde sich das irgendwie lohnen, kann man sagen. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach unrealistisch, weil nicht mal ich will online gehen, 8x Tower, / Kailun und dann wieder offline gehen. Ja, und ich sag mal, wenn nicht mal ich das will, dann will das wahrscheinlich niemand. Übertrieben gesprochen. Und mir reicht's jetzt schon. Also momentan ist es mir sogar zu viel, aber ich bin ja noch im Levelprozess an sich. Das heißt, ich profitiere noch extrem durch XP-Vorteile und so. Das ist nicht nur noch der Penya-Aspekt, und rein der Penya-Aspekt wäre schon effizient genug, dass man es immer noch machen würde. Alle meine Chancen runtergefallen, nice. Das ist schon too much irgendwann, und dann kann man natürlich auch irgendwann hinterfragen, wofür spielt man eigentlich noch? Weil ich meine, du hast dann zwar so viel Penya und so, aber keine Ahnung. Irgendwie geht dann der Sinn auch so ein bisschen verloren. Und deswegen habe ich eigentlich nicht vor, noch weitere 8 Chars zu machen. Weil die ich jetzt habe, lasten mich schon ziemlich weit aus. Und anders als Zakuri das sagt, dass ich das Gefühl jetzt schon mache, stimmt das nicht. Und das weiß er auch ganz genau. Oder auch nicht, ist mir auch egal. Wenn ich aber noch mehr hätte, dann wäre es auf jeden Fall so.
Und wie gesagt, darauf habe ich nicht mal Lust. Das heißt, es ist ein sehr theoretisches Konzept, 8x8 Chars zu haben. Wie gesagt, in der Theorie würde sich das schon lohnen. Vor allem aktuell wäre das insane. Also es gäbe meiner Meinung nach nichts Effizienteres, als jeden Tag online zu gehen. 8x Tower, 8x Kailun, 8x Kriton und wieder offline zu gehen, TBH. Also auf die Zeit gerechnet und auf das Risiko vor allem. Also sagen immer Leute, ja, ich farm Dungeons und mach viel mehr Geld als du und so. Das sagen die Leute schon seit Jahren. Und das mag durchaus teilweise so sein. Es ist halt aber trotzdem nicht sicher. Und das Krasse bei den Dailies ist halt, dass es halt einfach sicher ist. Es ist 100% sicher. Ab einem gewissen Punkt, Tower Dailies zum Beispiel jetzt, wenn du 174 bist, du bist unsterblich. Du kannst literally, selbst wenn du komplett verkackst, kannst du nicht mal mehr sterben, weil die Monster dir keinen Schaden mehr machen. Und du kriegst trotzdem noch über 4 Millionen pro Char an Penya. Zeitgleich wirst du immer stärker, das heißt, es geht auch immer schneller gefühlt. Wobei es gibt irgendwann den Punkt, wo es vollkommen egal ist, wie viel Schaden du machst. Schneller geht es dann einfach nicht mehr, weil die Limits sind dann nicht der Schaden, sondern eher die Mobdichte und so. Ja, aber wie gesagt, also ich hab da keinen Bock drauf und ich denke, wenn ich das nicht machen würde, dann würde das wahrscheinlich keiner machen. Also ich denke, das Limit sind wirklich so 4. Dann ist man ein paar Stunden damit beschäftigt, ein paar Stunden, die sich extrem lohnen. Und man hat aber immer noch Zeit, was anderes zu machen. Ab 5 hast du schon den Punkt. Ich meine, Kriton ist für mich eigentlich auch schon was anderes. Auch wenn es letztendlich auch eine Daily ist, aber ich fahre mir ja jeden Tag auch 4x Kriton. Das kostet auch nicht wenig Zeit. Ab 5 bist du schon sehr gut eingespannt. Also so viel, dass die meisten Leute nicht mehr spielen würden. Weil dann nur mit den Tower Dailies und Kailun Dailies schon bei über 3 Stunden wärst wahrscheinlich. Ohne Kriton. Und wenn du dann noch Kriton zusätzlich machst, bist du bei über 4 Stunden und über 4 Stunden spielt der durchschnittliche Spieler safe nicht. Entsprechend ist das dann einfach unrealistisch. Deswegen werde ich nur noch 2 Chars wahrscheinlich in Zukunft spielen. Denke ich. Weil ich habe ja meine 8er Chars schon. Also ich brauche einfach keine mehr. Heißt aber nicht, dass ich kein Fan oder nicht mehr überzeugt bin von der... Oh, die dürfen ja sogar online bleiben heute. Der Elementor muss gehen. Heißt aber nicht, dass ich nicht mehr überzeugt bin von der 8-Char-Taktik. Ganz im Gegenteil. Das ist meiner Meinung nach immer noch das Beste, vor allem für Free-to-Play-Spieler. Und man sieht mittlerweile so viele Leute 8-Char-Taktik machen. Viele, die es wahrscheinlich früher gehatet haben. Und ich verstehe auch, wenn man es hatet. Der grundsätzliche Gedanke, ehrlich gesagt, ist auch irgendwie Trash von der 8-Char-Taktik. Dass man das machen muss oder dass es sich so anfühlt, als müsste man es machen. Aber das habe ich auch schon gesagt. Seit 2022 sage ich das schon. Seit ich die erste 8-Char-Taktik gestartet habe, mehr oder weniger. Letztendlich ist halt das Spiel einfach schuld. Also ich meine, natürlich kann man jetzt hergehen und auf Moralapostel machen und sagen, ja, ist schon doof und so und wieso spielt nicht jeder normal, in Anführungszeichen. Aber was heißt schon normal? Normal kannst du dieses Spiel sowieso nur mit mindestens 2 Chars spielen. Also alles andere ergibt wenig Sinn, sagen wir jeden Tag. Weniger als 2 Chars ist dämlich. Ohne RM zu spielen ist dämlich. Einfach objektiv gesehen, weil du sonst immer jemanden brauchst, der dich bufft, was einfach unrealistisch ist, dass man das hat. Und so weiter und so fort. Also das Spiel ist halt leider so designt worden. Und natürlich kann man jetzt hingehen und Leute kritisieren, die das dann in Anführungszeichen ausnutzen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, was willst du machen? Ich meine, soll man so tun, als wäre das dann... Also als würde es nicht existieren, als würde es keine Tower Dailies geben, als würde es generell keine Dailies geben und so weiter. Oder auch Events, Ibert-Event. Ibert-Event mit 8 Chars, du tötest 10 Iberts und kriegst die 8-fache Belohnung und so. Gut, okay, da sind jetzt nicht so krasse Items drin, aber wenn da zum Beispiel Smelling-Boxen auch drin wären, also Patrons Mute sind drin. Ich weiß gar nicht, was noch alles drin ist. Whatever. Patrons Mute ist das Beste wahrscheinlich, ja. Ja, es ist eigentlich nur Patrons Mute in dem Fall. In dem Fall ist es relativ human. Aber es gab auch schon Events, wo du tonnenweise Amplis, tonnenweise Protects oder sonst was farmen konntest. Oder Stat Scrolls war beim New Year Event 2024, glaube ich. Da konnte man arsch viele Stat Scrolls farmen. Mit einem ähnlichen Event. Ich meine, soll man das einfach ignorieren? Das ergibt ja keinen Sinn. Nur weil man dann sagt, ja, es ist die, keine Ahnung,
oldschoolere Spielweise. Es ist mehr OG. Es ist mehr, keine Ahnung. Es ist nicht so übertrieben, ich weiß es nicht. Letztendlich müsste man sagen, Gala ist da irgendwo in der Verantwortung, das zu fixen. Und statt dass Gala da irgendwie sagt, wir probieren das tatsächlich aus der Welt zu schaffen, was ehrlich gesagt nicht gut ankommen würde, bin ich mir ziemlich sicher, haben sie das nicht gemacht. Und das haben sie 3 Jahre lang nicht gemacht. Und ich meine, jetzt sind wir im Jahr 4. Wir haben bald 4-jähriges Jubiläum in 4 Monaten. Und keine Ahnung, ich meine, was will man da machen? Also, achso, nee, ich muss echt die Charts wechseln, ne? Na, Mann, verdammt. Wir sind noch nicht am Levelpunkt angekommen. Also, ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, das ist nicht meine Aufgabe, das, sag ich mal, Verhältnis im Spiel zwischen, weiß ich, abusing kann man es eh nicht nennen, aber zwischen, keine Ahnung, Leuten, die es übertreiben oder dem Classic Way oder so herzustellen, das ist einfach nicht mein Job, das ist Galas Job. Wenn etwas zu gut ist, es zu regulieren und dafür zu sorgen, dass es vielleicht etwas weniger gut wird oder so, das ist einfach nicht meine Aufgabe. Und ich meine, die Leute, die damit ein Problem haben, müssten das halt an Gala kommunizieren, dass sie damit ein Problem haben und letztendlich kann das nur Gala fixen. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Aufgabe und Flyf hatte schon immer irgendwelche Kernsachen, die irgendwie ein bisschen doof waren oder sind, wo sich Leute darüber aufgeregt haben und da hat sich selten etwas geändert. Und wie gerade schon gesagt, Flyf Universe, seit über 3 Jahren ist es so mit den Tower Dailies und so. Also ziemlich unwahrscheinlich, dass sich da nochmal was dran ändert. Und es einfach dann nicht zu machen, ehrlich gesagt, ist objektiv einfach dumm. Weil wenn du für den gleichen Zeitaufwand die 8-fache Belohnung kriegen kannst, warum sollte man das nicht machen? Es ist nicht mein Job, das zu regulieren. Oder für, in Anführungszeichen, Fairness oder so zu sorgen. Das ist nicht mein Job. Aber wie gesagt, ich habe schon so viele 8 Chars, deswegen muss ich es nicht mehr machen. Also ich bin damit fürs Erste durch. Denke nicht, dass ich nochmal neue Chars brauchen werde. Oder machen werde. In der 8-Char-Taktik.